Oh, es gibt noch Leute. Guck mal hier. Hi! Was ist das hier? Oh! Pausenraum. Guardpost-Key. Nice! Noch versteckt in der Ecke? Nein. Geht's hier noch weiter? Hier ist nur... Da ist Zeug drin. Im wahrsten Sinne, A25, okay. Ist denn das auch alles Dinger, die ich aufmachen kann? Das müsste ich dann noch checken kurz. A25 mit. Oder gehe ich da erst? Ich gehe glaube ich erst hin, warte. Bevor Lisi gleich irgendwas triggert. Tief. Mach ich einmal A25 und A24 auf. Also A25 geht auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob A24 auch so ein Rolltor hat. Ich glaube es eigentlich nicht, aber wer weiß. Also A25 und 24. Okay, 24 geht nicht. Ich hatte gehofft, ich muss nur einen weiterklicken jetzt, aber nee. There we go. Da soll ich vielleicht doch noch kurz die anderen Zellen mal abchecken, zumindest, ob da noch was drin ist. Sieht nicht so aus, der bleibt drin. Wenn die nichts für mich haben, habe ich auch nichts für die. Der macht Pause. Ein Hatter. Busy! Ach so, aha. Zu fein zum Reden. A1. Log warning. All logbook entries must contain the prisoner name and the destination cell number. The logbook is in the guard both between section C and D. Do not neglect wahrscheinlich. To log every prisoner transfer. Failure to do so is punishable offense. Cancer. Entschuldigung. Nichts. Was ist er denn? Ist das Dingens? Der Onkel? A1 und A4. Sollten wir einmal... Oh. Hui. Ich hab kurz vergessen, dass ich so hoch springen kann. A1 und A4. Verzeihung, dass ich gerade ein bisschen Spaß habe damit. Aber ich gönn's mir. A4.
Are you? All prison personnel will stay clear of the interrogation room until the representative Ich glaube, der ist das. is certified it is free of any Dann kommt er am heretical Ende, weil er nicht corruption. weiß, wie ihm geschehen ist. Ich lasse ihn mal da sitzen. Sonst hätte ich dem jetzt die... What the fuck? Ah! Er hat daneben geschossen. Ich habe das gar nicht als Projectile Launcher erkannt, aus der Ferne. Ah. Alright, cool. Okay, jetzt, hier muss ich lang. Jetzt aber hoch. Am Randstellen nebenan gucken, ob da noch irgendwelche interessanten Zelleninhalte sind. Was war das? Ach, die Tür war das. Okay, hier war nichts, genau. Hier ist offen, cool. Da halt nicht. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Niente, niente, niente. Help! Someone's breaking out! Guards, come quick! Someone is trying to escape! Get me out All of here! cells in Section B are under quarantine until further notice. Who have been transferred from Section B will be observed for signs of infection. Nicht, dass es ihm hilft, aber... A14. Ausbrechen ist es also heutzutage. Ah ja. A14. Der Pausenraum da hinten war nichts mehr, richtig? Richtig. Ah, nee. Ah, stimmt. Die wollte ich ja aufmachen. Ganz vergessen. Baffle Dust. Okay, A14. Nicht vergessen. Ethical experimentation. I've managed to get my hands on the experimental formula being tested right here in Coldridge Prison. A mixture the prison guards call choke dust, which is normally capable of rendering prisoners vulnerable for a few moments. However, this new formula has the potential to make the victim forgetful as well. It's as if, once breathed in, the dust causes an acute temporary stupor. Castes-Gerät. Prisons of the Isles. Modern incarceration technology. Prisons of the Isles. From a report commissioned by the Royal Spymaster. The most striking characteristics one will notice when comparing incarceration facilities across the Isles is the outer walls themselves, or in some cases the lack thereof. A well-known and well-feared prison such as Coldridge, with its long history as a principal prison for the capital city of Dunwall, has a number of physical barriers to keep prisoners from escaping or even attempting escape. Coldridge is housed in a single formidable structure, many stories tall, with tightly guarded gates and tiny individuals that keep the prisoners... Tiny individual? Okay, klingt komisch. That keep the prisoners separate, minimizing collusion. The prison is dominated by its high, grey walls, and as of late new technologies have been tested for deployment there, further adding to security. The height of modern incarceration, it's virtually unthinkable that one could escape from such a place. Lost in Corvo. Contrast this with the prisons of Tivia, located in the tundra at the center of that nation-state. At some of the labor camps in Tivia, there are literally no walls. A prisoner exhausted from hard labor and without tools is unlikely to survive the harsh climate or the hungry packs of hounds that rove the frozen wastes.
In fact, Tivian prison authorities make it known that any prisoner is free to leave at any time. In all of recorded history, no one has made the remote walk across the snow and ice to the nearest city. Interestingly, those who leave are not pursued. They are considered free people, having effectively served their sentences. Later installments in this series will cover the mines of Serkonos, where prisoners must work in order to survive, and the coastal island yates of Morley, surrounded by bitterly cold waters that are filled with ravenous hagfish. Dieses Gefangensystem von Tivia ist voll cool. Not gonna lie. Das gefällt mir ziemlich gut eigentlich. In der echten Welt möchte ich das nicht haben, aber klingt cool. Modern incarceration technology. From a presentation at the onset of the plague. Once again, I have been asked to solve the problems of the dismal past. And once again, I have delivered the solutions required by our present situation. As with all my work, it is simply that a mind capable of understanding their potential is required. For the benefit of the Lord Regent, and to the detriment of those incarcerated in Coldridge Prison with an aptitude for escape, I have recently adapted one of my inventions for deployment in the dank and depressing place. The potential function of these devices at the prison should now be clear to all, following the latest round of testing. With the associated power complications resolved, I have therefore recommended a two-stage implementation starting at once. The first stage involves a recent device, simply to deploy, designed to stun the escaping prisoner. The second is a more powerful deterrent, the lethal and increasing popular arc pylon. In combination, properly applied, these devices will make Coldridge Prison inescapable. A14, richtig? A reminder, Coldridge Prison remains under martial law. Guards are authorized to use lethal Sie ist force offen. against any unidentified or unauthorized persons on the premises. A14 und D21. Hier lang. Kann ich da nicht rüberblinken? Nicht sofort. Mein Gott, Entschuldigung. A14. Und D21. Hier geht's nicht raus. Nö. So, jetzt haben wir aber. Moment, wo ist A14 gewesen? Was hier? D13. War das noch im Erdgeschoss? Nee, warte mal. Ach, A war die rechte Wand, richtig? Müsste hier gewesen sein. Was hier rechts? 12, 13, ja. Ach, R, genau. All prison personnel will stay clear of the interrogation room until the representative from the Abbey has certified it is free of any... Wer redet da eigentlich noch? Sind doch alle tot. Alright. This better be worth it. Corrupted Charm. Und was war das erste Geräusch? Ich habe gedacht, das wäre nur der Charm gewesen. Ich weiß nicht, was da noch drin lag. Lizzie's tried. She's in rough shape.
Aber das war nicht schon vorher. Lizzie, aufstehen. Wake up, Lizzie. I'm not telling you shit. Wait, who? Down. Is that right? Whoever sent you, I'll pay double. I've come to break you out. You can owe me the favor. What kind of favor? Doesn't matter. You'll be dead in another day here. What kind? It's just a boat trip. Upriver. Past the blockades. Then you're out of luck. My boat, the Undine, now belongs to someone else. My second-in-command double-crossed me and took it. A little shit named Edgar Wakefield. It's a situation I'm familiar with. Can you walk? Get me out of this damn thing and I'll fly. I can pay you to get rid of Wakefield. It'll be my pleasure. Come on. I'll just get my tiara. Ach, Leber, ja. Down. I think I'll have to carry her out. Ja, die sieht scheiße aus. Diesmal meine ich es im Sinne von wegen, wow, du bist fertig, Mädchen. Gott sei Dank habe ich Precautions unternommen. Das müsste ich jetzt voll viel arbeiten, um die herauszutragen. Mann, Mann, Mann. Wenn ich schon alleine an den ganzen Stress denke. Wer ist da denn jetzt? Na, okay, wie du meinst. So, Wordo. Ich hoffe, der Pillar wird jetzt nicht wütend. Boom. Use only by personnel trained in proper imprinting procedure. Habe ich gewonnen. Halt! Wenn ich sie da jetzt lang trage, wird er dann wütend auf sie? Nein. Das wäre bitter gewesen. All cells in Section B are under quarantine until further notice. Prisoners who have been transferred from Quarantäne? Gott sei Dank habe ich B nicht geöffnet. Dafür alle anderen, aber hey. Nee, C auch nicht, oder? Ja, scheiß auf die Overseer Music. Brauche ich nicht. Der sieht gesund aus. Und eine... Ach, warte mal, ist das der Typ, der runtergefallen war? Das wäre ein witziger Zufall, aber warum wird er da drauf liegen und von Ratten zerfressen sein? Ich glaube nicht. Hier war noch Wasser, als ich mit Corvo raus bin, oder? Das ist doch der gleiche Weg. Hm. Haben sie abgelassen, okay. Interessant. Here we are. She's beaten but not dead. See that her wounds get attention. It will be done. All quiet, sir. Ready to go. That you, Thomas? Let's go. Let's go. Ausbruch, Errungenschaft, yay! 25 Hostiles, ein Civilian? Ach, den Typen in der Zelle. Vermutlich. 0 Alarm, 3 Dead Unconscious Bodies, High Chaos. Maintained Overseer Disguise, leaving no evidence behind, jawohl. Learned about the Brigmore Witch's interrogation. Ach, das war... Ah, okay, das war, eine Brigmore Witch, ach so. I see. Ich dachte am Anfang, das wäre immer, Lizzie gewesen, die interrogated wurde und mit der irgendeine Scheiße passiert ist oder die dann irgendwas mit denen getan hat, aber das war sie gar nicht. Aber als ich dann gesehen habe, dass sie lebt, habe ich gar nicht weiter darüber nachgedacht. Stimmt. 1000 Coins, 221, boom. Läuft. Draper's Ward.
The Dead Eels. With Lizzie Stride free, you have a captain to take you upriver. Unfortunately, Lizzie's second in command, Edgar Wakefield, is running the old gang and won't hand over the ship without a fight. Deal with the traitor Wakefield and help Lizzie get a ship in working order. Dunwall is changing fast. 6 months ago, Draper's Ward was where Dunwall's rich and well-born strolled and shopped and tried to be seen. The plague burned through it in days. Today it's a battleground where 2 street gangs fight over the spoils. The Hatters and Lizzie's gang, the Dead Eels. Lizzie Stride was the boss until Edgar Wakefield betrayed her and took her place. And her riverboat. It's the kind of thing that happens every day in Dunwall. I don't judge him. I've done worse myself. But I need that boat. Edgar Wakefield and I have business. New upgrade, Duffel Dust. Improved Armor. Ching. Und Favors. 300. The Sunken Crate. Allied whalers will dump a crate loaded with supplies overboard near the Undine. You will have to drive in to retrieve the contents. No problem. The hidden rune. A tunnel dweller has been bribed to bring a rune from the depths of the Dunwall storm drains and place it within reach of the surface. Great. So, 300 Goldstücke habe ich noch. Münzen so. Buffalo Dust. Jet chemical composition of choke dust so it induces short-term confusion. Victims will resume normal unsuspecting activity after exposing to the dust. Let's try. Sometime, maybe. Start! The textile mill used to run off a water wheel before the canal went dry. It started up again recently, and whatever the Hatters did to get it working has enraged the Dead Eels. They're fighting in the streets. The Dead Eel mutiny Edgar Wakefield. Travel to the Draper's Ward. Retrieve the hidden rune in Draper's Ward. We got here first. Bring out the geezer. We've been here 8 years. We ain't leaving. When's your old man coming out to fight? We've been making something for you, little eels. What's the matter? Too much knitting to do? Crawl back to the river. You ain't a real gang. We're just a bunch of mudlarks. Während die da ihren unnötigen Konflikt ausspielen, der nur aus Worten besteht und nicht wirklich... Hey, du hast es schön. Das war Disrespect. Das war mad Disrespect, das gebe ich mir nicht. So. Oh, I'll find you. Kein Disrespect gegenüber Kleidern. Kleider sind schön. Gute Nacht. Gute Nacht. Moment mal. Oh. Ich hab wirklich Sleep das genommen. Entschuldigung, kommt nicht wieder vor. Besser. Viel besser. Dead Eel Thug. Die sieht doch schon so aus. Ja. Du hast so viele Optionen im Leben. Du kannst voll die schicken Kleider tragen und rannst dich in so einer abgeranzten Jacke und Hose durch die Gegend, ey. Das ist doch ekelhaft. Wer macht sowas freiwillig, hä? Denk doch mal nach, Mädchen, ey. Ohne Scheiß. Wie kann man so doof sein? Du hast so viele Optionen, die du einfach verlierst. So, raus. Tschüss. So, musste sein. Ich gehe jetzt wieder zum Startpunkt. Da ist deine Mama aus dem Spiel, sonst lasse ich deine aus dem Keller. Habe ich zweimal deine gesagt? Ich glaube schon. Was ich sagen wollte, bevor ich so getriggert wurde, das muss ich gerade noch mal kurz jetzt machen. Ich mache jetzt ein Päuschen. Und werde beim nächsten Mal den Rest der Kleiderhasser schlachten. Das ist angemessen, legitim und einfach nur fair. Und wenn beide Seiten im gleichen Maß sind, umso besser.